Hallo und herzlich willkommen auf Epic. Klinge oder zwei Klingen? Das ist hier die Frage. Heute stellen wir euch vor die Leatherman Raptor Einsatzschere. Bis gleich. Bevor wir auf die Features der Leatherman Raptor Einsatzschere eingehen, stellt sich die Frage, wozu brauche ich eine Einsatzschere überhaupt? Einsatzscheren sollten inzwischen oder in der heutigen Zeit in keinem IFAK, also Individual First Aid Kit, nicht mehr fehlen. Sprich, jeder Soldat, jeder Personenschützer, jeder Beamte, sogar im zivilen Bereich würde ich sogar so weit gehen, dass ein medizinisches Notfallkit da immer in den Rucksack gehört, sollte eine Einsatzschere mit dabei sein. Die Schere hat den Vorteil gegenüber einem Messer, dass ich damit zielsicher ein Kleidungsstück auftrennen kann, um an die Wunde heranzukommen. Das heißt, wenn ich am Oberschenkel eine Verletzung habe, ist mit der Schere schneller der Zugang zur Wunde freigelegt, als wenn ich die Hose ausziehe. Manchmal ist es auch gar nicht möglich, weil zum Beispiel ein Fremdkörper im Bein steckt und damit die Hose überhaupt gar nicht mehr über den normalen Weg auszuziehen ist. Warum jetzt also die Raptor im Vergleich zu einer einfachen Einsatzschere hier für 10 Euro? Da stellt sich natürlich die Frage, was kann die Leatherman Raptor Schere mehr? Wir zeigen es euch jetzt im Detail. Die Leatherman Raptor Schere hat eine Gesamtlänge von 21 cm. Einzigartig bei ihr ist, dass man die Länge reduzieren kann, indem man die Griffe über die Scherenblätter legt und sie somit zusammenklappt. Dann haben wir nur noch 13 cm grob. Ausklappen geht ohne, dass man einen Knopf drücken muss. Das heißt, auch unter Stress kann man sie schnell ausklappen. Zum Zusammenklappen muss man hier diesen kleinen Knopf drücken, der auf jeder Seite zu finden ist, und damit kann man sie dann wieder zusammenlegen. Die Öffnungen für die Finger sind groß, also beziehungsweise hier die eine Öffnung, die ovale Öffnung, da passen 3 Finger ohne Handschuh rein. Mit Handschuh sollten auf jeden Fall 2 Finger reinpassen. Dann hat man hier noch ein großes Daumenloch und damit kann man die Schere in jeder Situation auch gut bedienen. Dann haben wir als weiteres Feature einen Glasbrecher hier oben. Der funktioniert extrem gut. Damit kann man eine Scheibe zertrümmern und gerade wenn die Schere zusammengelegt ist noch, liegt die auch extrem gut in der Hand. Ja, kann man auch noch einen Finger durchmachen zur Sicherheit. Das ist sehr, sehr genial. Dann haben wir hier eine Öse zur Befestigung von Sicherungsschnüren. Da kann ich euch hier den T-Rain empfehlen. So trage ich die nämlich. Da fädelt man einfach hier diesen Draht durch, hakt das hier ein. So. Dann steckt man den Adapter dran und damit kann ich das an der Ausrüstung befestigen. Habe hier über dieses Zugseil jederzeit Zugriff auf die Schere, auch wenn sie noch gesichert ist. Das heißt, wenn ich sie schnell loslassen muss, zieht sie sich wieder zurück hier mit dem Retention-Seil. Bleibt am Mann, geht nicht verloren. Und wenn ich sie doch mal trennen muss, schnell, habe ich hier einen Druckknopf, an dem ich die Schließe öffnen kann und das von dem Ziehmechanismus lösen kann. Das ist also ein sehr cooles Feature. Dann haben wir noch einen Gürtelclip. Wenn man die Schere so am Gürtel oder am Plattenträger oder im Mollesystem oder wo auch immer befestigen will. Zur weiteren Trageweise erzähle ich gleich noch was. Wir haben hier auf dem einen Scherenblatt noch einmal hier ein Lineal in Zentimetern. Und wir haben noch einen Gurtschneider mit dabei. Den kann man auch sehr gut benutzen, wenn die Schere eingeklappt ist. Das heißt, ich fahre den hier aus. Der arretiert auch, das heißt, der löst sich nicht. Und zum Wiederverstauen drücke ich hier auf den Knopf oder diesen Widerstand und damit kann ich das dann wieder einfahren. 2 Werkzeuge haben wir euch noch nicht vorgestellt, und zwar ist das einmal hier diese Öffnung hinter dem Gurtschneider. Das ist ein Flaschenschlüssel für Gasflaschen, habe ich jetzt leider keine hier, um das mal vorzuführen. Und wir haben hier hinter dem Scherenblatt nochmal einen Drahtschneider.
wo ich wirklich hier auch mal so einen Schlüsselring, ich jetzt hier mal so in der Dicke, den kann man damit durchpetzen. Ja, also zack, ja, das ist kein Problem. Das geht dann also damit auch. Für den Transport liefert Leatherman noch eine Scheide mit. Was bei der ganz schön ist, man kann hier sowohl, wenn die Schere ausgeklappt ist, die Schere tragen am Gürtel. Wie das befestigt wird, zeige ich gleich. Hat auch eine Arretierung, also sie kann nicht einfach rausfallen. Hat hier dann diesen Tab, den zieht man nach hinten, dann kann ich die Schere einfach rausziehen. Durch die Befestigung, die ist hier auch zu sehen auf der Vorderseite, kann ich auch den Drehwinkel am Gürtel einstellen. Also ich muss sie nicht gerade nach oben tragen, sondern ich kann wirklich auch das Gehäuse so drehen, dass es seitlich schräg 45 Grad, wie auch immer, angebracht ist, so wie mir das gerade am besten passt. Jetzt zeige ich euch noch kurz, wie das am Gürtel befestigt wird. Das ist ganz simpel, wie ein Holster auch. Da wird der Gürtel reingesteckt. So. Und dann hat man hier so eine Nase und die hindert dann halt die Tasche daran, dass sie wieder rausrutscht. Ne? Da ist es damit so mit befestigt. Das geht dann auch wirklich nicht so ohne weiteres wieder raus. Geht auch, wie ihr sehen könnt, hier von der Breite. Jetzt ist es hier ein Riggers Belt von MD Textil. Das geht natürlich auch, hier man sieht es gut, mit einem breiteren Gürtel, also wirklich mit einer Koppel, wie sie ja auch von der Polizei getragen wird. Natürlich kann ich die Schere auch zusammengeklappt in dem Holster unterbringen, dann würde sie so in der Tasche stecken. Allerdings hat man dann hier den Arretiermechanismus nicht. Also die Schere lässt sich dann herausnehmen, wobei das wirklich sehr, sehr schwer wäre, dass die da von alleine... Ja, also man muss wirklich viel Kraft aufwenden, dass die Schere da rausfällt. Die sitzt da schon ziemlich presst drin. Ja. Aber möglich ist es auf jeden Fall. Jetzt wollen wir dann nochmal schauen, wie gut der Glasbrecher funktioniert. Ich nutze den jetzt mal hier so auch zusammengeklappt. Auch das wiederum würde so funktionieren. Aber ich denke so könnte man es auch in die Hand nehmen, da würde es auch einigermaßen gehen. Aber ich denke, am effizientesten ist es, wenn die Schere dazu eingeklappt ist. Und deswegen werden wir das jetzt auch mal so machen. So. Na, komm schon. So. Also das geht ohne Probleme, ohne großen Kraftaufwand. Für den Gurtschneider habe ich hier ein bisschen Gurtband. Das ist jetzt vergleichbar mit einem Sicherheitsgurt. Das ist mit Sicherheit nicht das gleiche, aber ja, zumindest mal ähnlich. Man kann den Gurtschneider, wie ich es vorhin schon gezeigt habe, so nutzen. Oder aber es geht auch, wenn die Schere ausgeklappt ist, dann sitzt er hier nebendran. Das heißt, er stört auch nicht. Also ich kann wirklich auch normal mit der Schere arbeiten und kann dann trotzdem den Gurtschneider direkt benutzen. Wir machen es jetzt aber mal zusammengeklappt, weil ich denke, da wird er ein bisschen besser in der Hand liegen. Muss jetzt dazu sagen, ich habe jetzt natürlich hier keinen Widerstand, wie er bei einem straffen Sicherheitsgurt wäre. Also es ist ein bisschen schwierig zu demonstrieren, aber ich denke, ja, so geht's, wenn man das hier zusammenhält. Ja, das geht. Ja, also auch ein sehr effizienter Gurtschneider. Hier haben wir mal den direkten Vergleich nochmal zu einer regulären Rettungsschere. Ganz simples Modell für 10 Euro. Man sieht, die Scherenblätter sind ungefähr gleich groß. Also da ist fast kein Unterschied feststellbar. Man hat auch hier bei dem größeren Scherenblatt, bei dem längeren Scherenblatt hat man hier eine abgerundete Spitze gemacht, damit man, wenn man da in die Klamotten reingeht, nicht denjenigen, der die Hose noch am Bein hat oder das Oberteil oder was auch immer man damit durchschneidet, verletzt. Das ist hier nochmal mit so einer Verbreiterung gelöst bei dieser Schere.
Und ansonsten vom Gewicht her muss ich sagen, die ist natürlich wesentlich leichter. Ja, das sind 50 Gramm knapp. Und hier haben wir 150 bis 160 Gramm. Das ist schon ein Unterschied. Aber dafür habe ich hier halt auch mehr Werkzeuge und Features dran und natürlich auch noch den Klappmechanismus, was man nicht außer Acht lassen darf. Von der Breite her würde ich sagen, ist er auch doppelt so breit. Die Scherenblätter sind definitiv stärker als bei der normalen Schere. Und was sie so kann im Vergleich zur normalen Schere, das zeigen wir euch jetzt gleich. Jetzt schauen wir mal, wie sich die Scheren beide so beim Schneiden machen. 2 Finger, Daumen, Jeans. Hier kann ich ohne Probleme mit der normalen Schere schneiden. Das geht einwandfrei. Das gleiche mit der Raptor nochmal. Also auch hier genau dasselbe. Ja, also das ist auch jetzt kein Material, wo ich sage, da hat eine Schere irgendwie Schwierigkeiten mit. So, jetzt habe ich für euch hier einen Ledergürtel. Machen wir zuerst den Schnitt mit der normalen Schere. Ja, das geht auf jeden Fall gut. Kein Problem. Das gleiche nochmal mit der Leatherman-Schere. Was ich hier übrigens auch festgestellt habe, man kann auch hier mit dem kleinen Finger hier außen noch arbeiten. Also wenn man nicht alle Finger hier unterbringt, habe ich hier nochmal einen Auflagepunkt vor dem Glasbrecher. Das funktioniert recht gut. Der würde mir hier halt komplett fehlen. Also hier kann ich höchstens da meinen Zeigefinger, meinen kleinen Finger drauflegen, aber der würde runterrutschen. Also das ist auch nochmal so ein kleines Bonus-Feature, würde ich sagen. Hier habe ich jetzt für euch nochmal einen Gürtel von 511, der ist so ein bisschen, ja, ist ein leichter Riggers Belt, so ein Hosengürtel, nichts Besonderes, aber aus Gurtmaterial. Und da merkt man schon, da tut sich die normale Schere schon ein bisschen schwerer, wo ich auch wieder mit der Leatherman Schere ohne Probleme durchkomme. Das ist auch gar kein Ding. Geht auch. Ja, als nächstes für euch werde ich jetzt meinen schönen MD-Textilgürtel zerschneiden. Ich habe noch einen zweiten, Gott sei Dank. Also Marcel, ich brauche Nachschub bitte, wenn der jetzt hier zerstört wird. Aber das möchte ich euch einfach zeigen, weil der ja nochmal hier diese Plastikeinlage in der Mitte hat. Ja? Also man hat ja Gurtband, Plastik, Gurtband. Und da wollen wir mal schauen, wie wir da durchkommen. Also da wird es schon sehr, sehr anstrengend und schwierig mit der normalen Schere, aber es geht auf jeden Fall. Ja, jetzt sieht man hier auch schön das Plastik in der Mitte. Jetzt machen wir das gleiche nochmal mit der Leatherman Schere. Ja, also die tut sich auch schwer, aber geht auf jeden Fall schneller und mit einer besseren Kraftübertragung. Ja, das funktioniert auch. Damit sind wir am Ende der Vorstellung der Leatherman Raptor Einsatzschere. Wir finden sie sehr gut. Sie ist relativ kompakt, also auch wirklich durch die Klappmechanismen kompakter als eine normale Einsatzschere. Die zusätzlichen Features wie der Gurtschneider und der Glasbrecher sind natürlich auch Gold wert. Und alles in allem super Paket, super Qualität, super Schneidkraft, nur zu empfehlen. Ich blende euch den Link ein zur Leatherman Homepage, da könnt ihr sie euch nochmal im Detail anschauen. Da findet ihr auch dann natürlich entsprechend Händler. Und ansonsten, wenn ihr noch Fragen habt oder sonstige Anmerkungen, rein in die Kommentare damit. Abonniert unseren Kanal, folgt uns auf Facebook und Instagram und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut, bye bye.